Hallo zusammen. Beim letzten Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man die Bibel TV Mediathek auf einem Android-Fernseher installiert. Heute geht es darum, und zwar speziell hier um die Fernbedienung. Da seht ihr, da habe ich einen Bibel TV-Knopf, den ich mal dahin gemacht habe. Da war vorher der Netflix-Knopf. Wie kann man so einem Knopf auf der Android-Fernbedienung eine andere Funktion zuweisen? Bei mir ist der Hintergrund, ich bin Christ und ich kann mich nicht so richtig mit diesem Netflix identifizieren, weil die nicht aufhören, immer obszönere Inhalte anzubieten. Teilweise sind durch Netflix, da haben sich Jugendliche umgebracht durch irgend so eine Eigenproduktion von Netflix. Also Netflix ist ja nicht irgend so eine ganz brave, neutrale Streaming-Plattform, die einfach nur ganz unschuldig Filme von allerlei Leuten bereitstellt, sondern Netflix produziert selber oder erwirbt exklusiv Rechte an Produktionen. Netflix mischt sich auch in die Politik ein und da hört der Spaß natürlich auf. Ein Fernsehproduzent hat in der Politik eigentlich, ja, sehe ich keinen Grund für. Netflix hat die Exklusivrechte für die Veröffentlichung eines Films erworben, in dem sich die Handlung um eine 11-Jährige dreht, die sexuell provokative Tänze tanzt und aufführt. Also solche Sachen, da geht es wirklich konkret um Filme für, die gehen in die Richtung Kindesmissbrauch. Mit eigenen Produktionen fördert Netflix die Sexualisierung von Jugendlichen, Abtreibungen, haben Jugendliche zum Selbstmord angestiftet, gotteslästerliche Filme, ein Film, Die erste Versuchung Jesu hieß es, vollkommen gotteslästerlich. So etwas fördern die und dann kauft man so ein Fernsehgerät und da ist schon der Netflix-Button, wird einem so aufgezwungen. Netflix wird da wie so ein Kult, wie so eine Sekte gefeiert, die man nicht kritisieren darf und die sich überall einmischt. Und was sich Netflix im US-Bundesstaat Georgia geleistet hat, muss ich sagen, da bin ich absolut dagegen. Im Bundesstaat Georgia wurde ein sogenanntes Herzschlaggesetz verabschiedet. Das heißt, die Bürger haben sich dazu entschlossen, ein Gesetz zu verabschieden, womit das Leben ungeborener Kinder im Mutterleib geschützt wird, sobald ein Herzschlag festgestellt wird bei dem ungeborenen Kind. Und dieses Gesetz wurde demokratisch verabschiedet, es wurde vom Gouverneur unterschrieben, aber dann hat sich Netflix eingemischt und gesagt, wenn ihr dieses Gesetz wirklich unterschreibt und in Kraft treten lässt, dann ziehe ich hier Arbeitsplätze ab und verschwinde aus dem Bundesstaat und produziere meine Filme woanders. Und ich persönlich hätte gesagt, verschwindet, produziert woanders, raus. Aber diese Art von wirtschaftlicher Erpressung eines Bundesstaats gegen ein demokratisches Gesetz, das geht zu weit. Und da ist Netflix zu weit gegangen. Daher habe ich Netflix von diesem Fernseher komplett verbannt und ich möchte auch keinen Netflix-Knopf auf der Fernbedienung haben. Ich habe mir dafür hier einen Bibel-TV-Knopf gemacht. Dazu muss man einfach Folgendes machen, wenn Sie auch Netflix verbannen wollen, vielleicht wollen Sie auch direkt Ihr Kundenkonto dort kündigen aufgrund von den Verbrechen, die eigentlich da begehen. Ich finde einfach diese Infantilisierung von Erwachsenen und Sexualisierung von Jugendlichen halte ich für falsch. Und die Produktionen, die da machen, das geht zu weit. Sehen Sie auf diesen Knopf hier. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir gehen hier auf Apps und gehen hier auf weitere Apps herunterladen. Und dann gibt es hier eine App, die nennt sich Button Mapper. Damit können wir solchen Knöpfen andere Funktionen zugeben. Wir gehen hier auf die Suchfunktion, so auf OK. So, und jetzt können wir hier suchen, eins rüber und wir können Texte eingeben. Wir gehen mit den Pfeiltasten hier auf Button Mapper B
So, das schauen wir uns gerade an. Da ist das T. Da wird er auch schon vorgeschlagen. Dann können wir ihn auch eigentlich direkt mit Enter hier bestätigen. Button Mapper, den wählen wir uns jetzt aus. Öffnen, einfach auf OK drücken. So, jetzt sind wir hier in dieser Übersicht. Wir gehen auf Tasten hinzufügen, mit OK bestätigen. Dann können wir Tasten hinzufügen. Taste zum Hinzufügen drücken, das wäre also jetzt der ehemalige Netflix-Knopf. Dann kann man hier, gibt es hier eine Funktion, die nennt sich App Switch. Das heißt, so, die wählen wir aus und einmal drücken. Es gibt ja verschiedene Optionen, ob man das zweimal drückt oder so weiter. Einmal tippen, dann will ich in die Bibel TV App. So, einmal tippen. Mit OK. Dieses Anpassen muss man also erst einschalten. Anpassen, einschalten. Also dieser kleine blaue Slider muss nach rechts. Einmal tippen. Zack. So, jetzt kann ich hier Applikationen auswählen. Ich habe hier zum Beispiel Bibel TV. Zack. So, das ist jetzt schon hier mit drin. Dann gehe ich aus dem ganzen Menü raus. Gehe mal komplett aus allem raus hier. Komplett raus in die Hauptübersicht. Und wir drücken mal die neue Bibel TV Taste. Und wir sind in der Bibel TV Mediathek. Fernseher an, Bibel TV Taste drücken und ich bin direkt in der Bibel TV App. Alles Gott zur Ehre, auch im Fernsehen. Da muss Gott auch an der ersten Stelle stehen. Es gibt gerade wenn es um Unterhaltung und Information geht, gerade da müssen wir wirklich unseren Glauben bekennen, für Jesus einstehen und für christliche Werte einstehen. Es gibt da keine Grauzonen und keine Schubladen, wo wir Gott nicht reinlassen. Es ist ganz wichtig, dass wir Gott in diesen Sachen die Ehre geben. Es gibt auch folgende Informationsquellen. Es gibt wegen der Netflix-Sache einige interessante Online-Petitionen auf ifamnews.de, citizengo.org. Da kann man Petitionen unterschreiben gegen diese skandalösen Netflix-Inhalte, die wirklich Straftatbestand sind, gerade im Sinne von Kindesmissbrauch. Ich will ja nur mal Folgendes sagen. Es gibt Leute, die sind aus der Kirche ausgetreten wegen sogenannter Missbrauchsskandale. Nun, ich finde, wer konsequent ist, der würde ja dann, wenn man aus der Kirche austritt wegen Missbrauchsskandalen, Kindesmissbrauchsfällen, und das sind ja nun wirklich sehr traurige Sachen, aber wer deswegen austritt aus der Kirche, der sollte auch aus den Grünen und aus Netflix austreten, wer konsequent ist. Das nur mal so gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Versucht das auch mal auf eurem Android-Fernseher. Tschüsschen.